Hallo ihr Lieben, da draußen im internationalen Internet. Wie am Titel unschwer zu erkennen ist, wird es heute mal wieder um eine Caddy gehen. Und wir werden draußen am Auto mal schauen, was meine Unterbodenversiegelung nach 7 Jahren gebracht hat und noch hält. Das werden wir sehen. Das habe ich verwendet. Und wir kontrollieren das nach 7 Jahren härtesten Einsatz, was dabei rauskommt. Am Rande wird es noch ein bisschen darum gehen und auch darum. Loslegen wir. Legen wir los. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen sauber machen. Ich hatte das ja im zweiten Hubsalat im zweiten Video schon erzählt. Ich hatte im Vorderbereich den Unterboden schon einmal gemacht und dann mit dem gelben Brontocorax Nitro fest versiegelt und dann Wachs drauf gemacht. Jetzt werden wir ein bisschen sauber wischen und dabei kann ich ja mal eine kleine Anekdote erzählen, was mir so beim TÜV passiert ist. Und zwar genau mit dem Auto. Doch jetzt wollen wir erstmal gucken, ob das, was ich mir vorgestellt habe, funktioniert. Und das sieht noch nicht so schlecht aus. Als ich den Wagen vor, ich glaube es sind sogar mittlerweile 7 Jahre her, das erste Mal fertig gemacht habe, habe ich auf der Seite komplett den Unterboden gemacht, habe beide Schweller gemacht, habe die Innenschweller neu gemacht und habe das Auto mit Cunifer-Bremsleitungen versehen. Und dann bin ich zur GTÜ gefahren. Für diejenigen, die nicht wissen, was Cunifer ist, das ist Kupfer-Nickel-Eisen. Das ist ein Gemisch. Das wird also mittlerweile fast bei jedem Oldtimer verwendet, um Bremsleitung zu machen, weil das wesentlich besser als das alte Material ist, weniger korrodiert und nicht so anfällig ist. So, und ich bin fertig mit meiner TÜV-Prüfung oder mit meiner Hauptuntersuchung bei der GTÜ. Er hat keine Mängel festgestellt, war alles okay. Also ich habe alles gemacht. Ich habe Bremsen gemacht, ich habe den Motor abgedichtet. Alles, was man machen kann, dass man vom Ingenieur seinen Stempel kriegt. Und denke, jetzt klebt er mir eine Plakette ans Auto. Und genau das hat er nicht gemacht. Der hat allen Ernstes verlangt, weil er für diese Bremsleitung hier keine Freigabe hat. Einzige Alternative wäre, sie wieder auszubauen und gegen Originale zu tauschen. Der war ganz fester Meinung, da müssen wieder originale Bremsleitungen rein, alles andere geht nicht. Habe ich meinen Kram zusammengepackt und bin dann ans Telefon, habe mit der TÜV-Prüfstelle telefoniert bei uns. Und die sagen, nö, wir haben überhaupt kein Problem mit diesen Leitungen. Bin da hingefahren, denke, okay, dann hast du jetzt die zweite Prüfung bezahlt und jetzt kriegst du deinen Stempel. Ne, gab wieder keinen Stempel, weil ich normale Golfreifen drauf hatte auf dem Auto und das ist ja ein LKW und die Reifen haben eine 2 Punkt höhere Traglast beim Caddy und die wollte der unbedingt sehen. Naja, dann bin ich zu dem, wo ich das Auto gekauft habe und habe gesagt, Mensch, du musst doch diese Räder noch irgendwo rumliegen haben. Jo, sagt er, habe ich. Schraube die Räder drauf, fahre am gleichen Tag wieder zum TÜV und der guckt mich an und fragt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, weil das wieder die verkehrten Räder sind. Naja, dann musste ich mir tatsächlich 4 neue Reifen kaufen, Rainforced. Die sind in der Flanke halt ein bisschen verstärkt und habe dann ein paar Tage später meinen TÜV-Stempel gekriegt. Aber so viel mal zum Thema Prüfingenieur. Der eine sieht nichts über Reifen und bemängelt eine fantastische Bremsleitung. Der andere hat nichts gegen diese Bremsleitung, sieht aber, dass die falschen Reifen drauf sind. So viel zum Thema TÜV. Ich werde mal weiter putzen. Denn mit diesen Kameraden, wie gesagt, habe ich so viel Späßchen erlebt in den letzten 40 Jahren. Das kann man Bücher mitführen. So ihr Lieben, jetzt reden wir mal Tacheles über Cunifer-Leitungen.
Die kleine Anekdote am Rande eben war ja nur das von mir Erlebte vor 7 Jahren beim TÜV. Für jeden, der vorhat, sein Fahrzeug, seinen Oldtimer, mit einer Cunifer-Bremsleitung auszustatten, gilt heute, aktueller Stand, Folgendes. Wenn diese Leitung der DIN 74234 entspricht, die klärt die Druckfestigkeit dieser Leitung. Die DIN ist für Stahlleitungen genauso wie für diese Cunifer-Leitungen. Dann sollte er sich im Klaren sein, dass eine Leitung mit dieser DIN-Nummer in die Fahrzeugpapiere nach § 21 Straßenverkehrszulassungsordnung, umgangssprachlich Zollabnahme, was wir früher dazu gesagt haben, führen muss. Das heißt, die muss in die Fahrzeugpapiere dann eingetragen werden. Und ich will hier auch mal zu diesem angesprochenen Beispiel, was ich erlebt habe, sagen, um Gottes Willen, das geht hier nicht gegen die GTÜ. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass es DEKRA, GTÜ, KÜS etc. gibt, dass das Monopol nicht nur mehr ausschließlich, wie das vor 40 Jahren noch war, beim Technischen Überwachungsverein liegt. Jede akkreditierte Sachverständigenfirma, Büro, sogar Person, Hauptsache akkreditiert, kann heutzutage eine Hauptuntersuchung machen. Und das finde ich gut so, dass es da Wettbewerb gibt und dass das nicht auf einer Nase liegt. Also, alle, die nur die DIN 74234 hat, dann muss das nach § 21 eingetragen werden in die Fahrzeugpapiere. Denn es ist ein extrem sicherheitsrelevantes Teil einer Bremsleitung. Früher haben Prüfingenieure gesagt, okay, wenn die DIN vorhanden ist, haben sie, ich sag mal, drüber hinweggesehen, vor allen Dingen bei Benzinleitungen oder Druckleitungen, die sind nicht so sicherheitsrelevant. Doch eine Bremsleitung ist extrem sicherheitsrelevant. Deshalb kann es passieren, dass vorsichtige Prüfingenieure immer noch sagen, sie tragen das nicht ein, beziehungsweise sie lassen das nicht so durchrutschen. Aber ganz interessant ist, dass die GTÜ zum Beispiel mit einer dänischen Firma zum Beispiel eine Leitung entwickelt hat, Cunifer, die eine ABE hat, das heißt die allgemeine Betriebserlaubnis hat. Dann führt es nicht mehr dazu, dass die Betriebserlaubnis des Autos erlischt, wenn sie nicht eingetragen ist. In allen anderen Fällen kann es euch passieren, dass die Betriebserlaubnis vom Fahrzeug erlischt, obwohl ihr die DIN 74234 drauf habt und ihr habt die Sachen nicht eingetragen. So viel mal zu dem Thema Cunifer. Allerdings ist bis jetzt nur ein Leitungsquerschnitt per ABE verfügbar, ich glaube 4.75. Andere gibt es da noch nicht. Wird sich aber wahrscheinlich auch weiterentwickeln. So, für jeden, der vorhat, seinen Oldtimer damit auszurüsten, sollte sich im Klaren drüber sein, entweder eintragen oder die Leitung mit der ABE. Wenn euch der Kanal gefällt, den mein Kumpel, der Kanalarbeiter und ich hier machen, dann würdet ihr uns mit einem Abo, mit Daumen hoch und Kommentaren absolut gut helfen. Die Leitung, die ich vor 7 Jahren verbaut habe, hat diese DIN-Nummer auch nicht. Ich hatte nur ein Gutachten dabei von dem Hersteller oder dem Vertreiber der Leitung und werde mich mal persönlich für mein Fahrzeug schlau machen, wie ich diese Leitung eintragen kann oder ob ich sie wirklich ersetzen muss. Wäre nicht der ganz große Aufwand, aber letztendlich will ich natürlich nicht, dass meine Betriebserlaubnis vom Fahrzeug erlischt. Meine Waschlösung funktioniert auch einigermaßen hier. Das ist ganz simpel Wasser mit schnödem Waschpulver. So, und ein Großteil von dem Dreck geht ja schon runter. Ich glaube, wenn das sogar ein bisschen einwirken kann noch, dann wird das noch besser. Und hier sind ein paar Stellen, ich weiß gar nicht, ich schwenke mal die Kamera ein bisschen hoch. Dann könnt ihr das vielleicht sehen, hier oben. Da habe ich mal böse aufgesetzt. Da muss ich mit dem Spotter, wenn ich das Auto dann mache, noch böse ran und das in Ordnung bringen. Hier scheint der Auspuff ein bisschen undicht gewesen zu sein, der Übergang. Und das scheint mir doch alles auch ein bisschen verbrennungsruß zu sein.
Den Unterboden vom Vorderwagen haben wir sauber, der Dreck ist runter. Der Lack und vor allen Dingen das Wachs ist noch drauf. Das ist entscheidend, weil die erste Stelle hatte ich mit Nitroverdünnung gereinigt. Da ist leider auch der Wachs mit runtergegangen. Hier haben wir noch eine Stelle mit Feinkontakt. Und ich kann froh sein, dass ich dann nicht mit der Bremsleitung aufgesetzt habe. Aber wie man sehen kann, der Lack hat es ausgehalten. Ich habe keine Unterrostung an den Stellen. Und bei einer klassischen Bitumenversiegelung wäre ich mir nicht sicher, dass das so ausgegangen wäre, weil ich habe in der letzten Zeit immer wieder gemerkt, dass da die Unterrostung entsteht. Am vorderen Achsträger sehen wir hier klassisches Beispiel für schlampige Arbeit. Das Ganze ist vorgrundiert mit Branto Männige, bleifrei, aber bevor ich die gelbe Farbe aufgetragen habe, nicht vernünftig entfettet. Logischerweise habe ich die Farbe beim Putzen mit runtergeholt. Die verwendete Cunifer-Bremsleitung wird natürlich nicht nur bei Oldtimern genommen. Sie lässt sich einfacher verarbeiten, einfacher biegen und ist im Korrosionsschutz besser als das alte Material. Das heißt, jeder, der sein Auto in Ordnung bringt, kann die logischerweise auch benutzen, um seine Reparatur damit zu machen. Das ist das Material, wo der Unterboden mit behandelt worden ist. Frische Schweißstellen nach dem Abschleifen direkt mit Rostschutzmännchen bleifrei, damit an die Schweißnähte oder Schweißpunkte überhaupt kein Sauerstoff mehr rankommen kann, schnellstmöglich versiegeln. Und den gesamten Unterboden habe ich dann gemacht mit diesem Material. Branto Corux 3 in 1, damit ist der gesamte Unterboden, nachdem der alte Unterbodenschutz abgekratzt war, komplett lackiert worden. Und ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis. Sehen wir gleich wieder draußen am Auto was dazu. Für diese Stelle bin ich auch komplett mal wieder selbst verantwortlich. Ich wusste davon und wollte, so wie ich Zeit habe, nach der TÜV-Prüfung das in Ordnung bringen. Naja, hat 7 Jahre gedauert, jetzt kann ich ein bisschen mehr in Ordnung bringen. Worauf ihr achten müsst, haben wir in diesem Video ja gesehen. Ich habe 2, 3 kleine Fehler gemacht, aber ich bin mit dem Ergebnis nach 7 Jahren wirklich härtesten Einsatz total zufrieden. Und es steht fest für mich, dass ich beim Hinterwagen, also bei der Ladefläche, wenn ich mit den Arbeiten fertig bin, genauso wieder verfahren werde. Ich muss beide Radhäuser und Ladeflächen schweißen, reparieren und ich werde meine kleinen Fehler versuchen zu vermeiden und das Ganze wieder komplett mit dem Material zu versiegeln, denn das Ergebnis hat mich überzeugt. Mancher Neuwagenhersteller schafft es nicht, dass ein Unterboden nach 7 Jahren noch so aussieht. Von daher bin ich hochzufrieden. Und wenn man bedenkt, dass mit diesem Material Seezeichen gestrichen werden, also Bojen, die im Salzwasser schwimmen, denn es ist für einen Unterboden vom Auto mit Gewissheit geeignet, denn das sieht ja im Normalfall nur im Winter ein bisschen Salz, beziehungsweise die meisten von euch fahren ihre Oldtimer gar nicht mehr im Winter. Hier sehen wir jetzt noch ein paar Impressionen von dem, was an dem Wagen noch erledigt werden muss, bis auch der hintere Teil von dem Fahrzeug mit Branto Corux versiegelt wird. Aber es ist so viel zu tun, dass wir das ein oder andere Video zu diesem Thema bestimmt noch sehen werden, denn er soll im makellosen Zustand zum Schluss dastehen und diese Arbeiten werde ich auch mit der Kamera verfolgen. Mein Kumpel, der Kanalarbeiter und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein.